Ja, ihr Lieben, geht's euch genauso wie mir? Ihr steht im Supermarkt und findet weder frische Hefe noch Trockenhefe. Die Regale sind leergeräumt. Ich habe zumindest Mehl zu Hause und mit dem Hefewasser, was ich heute nämlich zum Backen verwendet habe, muss ich auf meine leckeren selbstgebackenen Brote nicht verzichten. Und deswegen gibt es heute ein Knusperbrot mit wilder Hefe, also mit Hefewasser. Die wilde Hefe wird selber hergestellt und ist gar nicht mal so kompliziert. Ihr braucht nur ganz wenige Zutaten und etwas Zeit. Und wie ihr diese herstellt, findet ihr zum Nachlesen auf meinem Blog. Ein Video dazu habe ich vor einigen Wochen auf meinem Instagram-Account gezeigt, was ich euch jetzt hier einmal einblende. Keine Angst, ihr müsst euch jetzt nicht alles merken. Ich verlinke euch den Blogpost zum Hefewasser hier oben in der Infocard. Das Rezept vom Hefewasser habe ich übrigens von meinem Blogger und YouTube-Kollegen Marcel vom Kanal Einfach Backen. Auch seinen Kanal verlinke ich euch hier oben in der Infocard. Wir starten aber jetzt los mit dem leckeren Knusperbrot und dazu wird ein Vorteig hergestellt. Für den Vorteig wird Weizenmehl Typ 550 und Hefewasser benötigt. Der Hefewasseransatz, der übrigens im Kühlschrank gelagert wird, habe ich 24 Stunden zuvor rausgenommen, mit Tomaten, frischem Wasser und Zucker angefüttert und bei Raumtemperatur 24 Stunden reifen lassen. Davon wird nun die benötigte Menge abgegossen. Beides wird miteinander vermischt und zu einem glatten Teig gerührt. Die Schüssel wird schließlich mit etwas Folie und einem Handtuch abgedeckt und so muss der Vorteig für 8 bis 10 Stunden an einem warmen Ort ruhen. Nach der Ruhezeit des Vorteiges wird der Teig zubereitet. Dazu benötigt ihr Weizenmehl Typ 550, Weizenmehl Typ 1050, Roggenmehl Typ 1150, Salz, Brotgewürz, Hefewasser und natürlich den vorbereiteten Vorteig. Das Hefewasser, Vorteig und auch die übrigen Zutaten gebe ich in eine Rührschüssel und werden anschließend mit dem Knethaken der Küchenmaschine für 8 Minuten bei kleiner Geschwindigkeit und weitere 5 Minuten bei der nächsthöheren Geschwindigkeit verknetet. Nach der Knetzeit wird der Teig per Hand auf der Arbeitsfläche rund gewirkt, indem die äußeren Ränder nach innen eingeklappt werden. Der Teigling als auch die Schüssel werden leicht mit Öl eingestrichen und abgedeckt muss er nun für 1,5 bis 2 Stunden an einem warmen Ort ruhen.
Nach der Ruhezeit wird der Teigling auf der Arbeitsfläche leicht flach gedrückt und noch einmal rund gewirkt. Gut bemehlt kommt er mit dem Schluss nach oben in ein ebenso gut ausgemehltes Gärkörbchen. Das Gärkörbchen wird mit Folie und mit einem Handtuch abgedeckt und muss nun über Nacht, aber für mindestens 12 Stunden in den Kühlschrank. Nach dieser letzten Ruhezeit wird der Backofen auf 230 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Den Teigling hole ich nun aus dem Kühlschrank, stürze ihn auf die leicht bemehlte Arbeitsfläche und schneide ihn kreuzweise ein. Das Brot wird heute in einem Behälter mit Deckel gebacken. Welchen Behälter ihr verwendet, ist ganz egal. Wichtig ist, dass er für den Ofen geeignet ist und einen Deckel hat. Den Behälter habe ich während des Vorheizens im Backofen ebenso mit aufgeheizt. Vorsichtig kommt das Brot in den heißen Behälter, wird mit dem Deckel abgedeckt und muss für 40 Minuten in den Backofen. Nach 40 Minuten wird der Deckel abgenommen und unter Beobachtung wird das Brot nochmal 10 Minuten ohne Deckel nachgebräunt. Noch heiß wird es vorsichtig aus dem heißen Behälter genommen und muss auf einem Auskühlgitter vollständig auskühlen, bevor es schließlich angeschnitten und aufgegessen werden kann.